Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute mit einem Video über die Charlotte Hornets bzw. die Memphis Grizzlies bzw. die sechstgrößte Niederlage in NBA History. Ja, ihr habt es höchstwahrscheinlich schon mitbekommen, weil ich das ziemlich spät tape, weil mein Laptop irgendwie den Geist aufgegeben hat heute und mir meine komplette Videodatei für den Hauptkanal gelöscht hat. Und ich habe den ganzen Tag versucht, das Video irgendwie wiederherzustellen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt dachte ich, komm, bevor du jetzt Frust schiebst, dann setz dich noch hin und mach zumindest noch die Uncut-Sachen. Dann haben die Leute wenigstens ein bisschen was und ich komme vielleicht auch ein bisschen runter. Ja, also lasst uns über diese Niederlage reden. Absolut crazy, ne? Also Charlotte, so, lass mich meinen Faden finden. Charlotte gegen Memphis, 142, ich glaube zu 71. Nee, sorry, zu 81. 61 Punkte Unterschied. Unfassbar krass, unfassbar wirklich. Auf Seiten der Hornets ein absolutes Biest war Kemba Walker. Kemba Walker mit 46 Punkten in 27 Minuten. Ich glaube 72 aus dem Feld und 72 von der Dreierlinie oder so. 100% von der Freiwurflinie. Absolut krasse Quoten, Monsterspiel von ihm, hat das Ganze, ich will nicht lügen, hat er das ganze vierte Viertel nicht gespielt. Er hat auf jeden Fall halt, am Ende war so viel Garbage Time, dass die Starter nicht mehr drin waren. Und ja, also man sieht, das war der krasseste das krasseste Tanking zur Schaustellung, das ich jemals gesehen habe. Also dass ein Team echt mit 61 Punkten ich hätte fast gesagt, wurde. Ich würde jetzt sagen, zerfetzt wurde. Krass. Einfach nur krass. Ich habe mir jetzt ein bisschen den Boxscore angeschaut. Also die Statistiken. Memphis hat allgemein halt viel weniger Würfe schon mal genommen, was total crazy ist. Und dann hatten sie, glaube ich, aus dem Feld 35% und von der Dreierlinie 32%. Und die Hornets hatten halt auf der anderen Seite irgendwie 47% und 45 oder 50% und 45%. Irgendwie ganz krasse Quoten. Und was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, und euch geht es wahrscheinlich genauso, es gab absolut keine Highlights von diesem blöden Spiel. Also die NBA hat die Highlights gepostet, so wie sie normalerweise posten. Die haben das Kemba Walker Video gepostet, 46 Punkte, 10 Dreier. Genau, Kemba hatte auch 10 Dreier in den 27 Minuten. Und die Leute meinen, oh, er hätte für den Rekord gehen sollen. Finde ich jetzt erstmal gar nicht, weil du musst erstmal nochmal 3 treffen. Und weil er war 14 von 10. Du musst erstmal nochmal 3 treffen und dann musst du noch einen draufsetzen, damit du Stephs Rekord brichst. Er hat den Franchise-Rekord gebrochen für die Hornets und das war vollkommen okay. Aber zurück zu den Highlights. Diese ganzen Highlight-Clip-Dinger, die halt immer so diese 10 Minuten Highlights posten von den Spielen. Keiner hatte dieses dumme Spiel, Alter. Ich habe den ganzen Tag gewartet, immer wieder die Seiten aktualisiert. Die Seiten, bei denen ich gucke, haben dieses Spiel nicht. Sagt mir mal gerne, falls ihr irgendwo den Link gefunden habt, dass ihr da so einen 10-Minuten-Clip habt. Aber ich habe einfach keinen gefunden. Ich war jetzt bei irgendeinem so Typen mit 70 Abonnenten, der hat das gepostet und der hat das so schlecht editiert, dass immer bevor der Ball in den Korb ist, war schon der Cut bei ihm und das nächste Play fing an. Also richtig schlecht. Ich habe dann einfach, weil ich habe das Spiel nicht gesehen. Also ich versuche zwar jetzt mehr NBA-Spiele zu gucken, ohne ja, auch von den schlechteren Teams und ohne Playoff-Teams. Aber ich gucke mir nicht Charlotte gegen Memphis an. Schon gar nicht, wenn ich am nächsten Tag eigentlich arbeiten muss. Und ja, hätte ich es mal gemacht, dann hätte ich das Spiel wenigstens ordentlich sehen können. So habe ich jetzt immer nur die Highlights gesehen und das von Kemba. Ja, aber ey, was soll ich euch auch sagen? Es ist einfach eine krasse Sache, mit 61 Punkten zu verlieren. Jemand hatte das bei Instagram geschrieben und ich habe mir das neulich auch selber gedacht. Wie nervig ist das jetzt wirklich, wenn du bei Memphis spielst oder bei irgend so einem dieser Tanking-Teams, wo dir jetzt wirklich vollkommen bewusst ist, so, okay, wir gehen dann nur noch hin, um zu verlieren. Wir strengen uns gar nicht mehr an. Wir setzen unsere Starter auf die Bank. Wir schicken Spieler rein, die normalerweise der 12. Mann sind bei uns. Der 12. Mann in Memphis, der dieses Jahr, der wäre, keine Ahnung, der darf bei den guten G-League-Teams wahrscheinlich nicht ran. Ja, und
das muss voll hart sein für die Psyche, weil als Spieler bist du ja trotzdem immer noch ein Competitor und auch wenn das Management sagt so, ja, wir tanken und bla bla bla, also das finde ich dann schon krass. Dasselbe bei den Hawks, die haben ja Dennis Schröder auf die Bank gesetzt, glaube ich, die ganze Zeit, oder der hat komplett gerestet, weiß ich gar nicht, ich habe ihn nicht gesehen im Spiel gegen Sacramento war das, ne? Bei Orlando schaue ich auch schon gar nicht mehr hin, die verlieren auch jedes Spiel mit Absicht. Also das ist zum einen für die Fans total langweilig. Ich glaube, die Fans zahlen auch nur noch, dass sie in die Halle gehen für ihr Team, damit sie die anderen Spieler sehen können, weil ich würde mir so verarscht vorkommen, wenn ich mein Geld ausgebe und dann sehe ich irgendwie die zweite 40 Minuten von der Spielzeit auf dem Feld und die Starter sitzen da und haben keinen Bock zu spielen oder werden gerestet oder sonst irgendwas. Fände ich voll unfair als Fan. Ich denke, die Leute gehen echt nur hin, so wenn die jetzt gegen Philadelphia spielen, dann siehst du wenigstens Joel Embiid und Ben Simmons, oder die spielen gegen die Warriors, dann siehst du wenigstens die Warriors, auch wenn die nicht 100% spielen, aber immerhin siehst du sie. Ja, also Tanking muss hart auf die Psyche gehen, man, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und es gibt nicht wirklich eine Reform davon. Ich habe in den Kommentaren jetzt bei mir auf Instagram waren hier und da ein paar Vorschläge, wie man Tanking abschaffen könnte, aber keins davon macht wirklich Sinn. Das Problem ist einfach der Draft an sich. Also der Draft an sich ist halt so konzipiert, dass jedes Jahr die besten College-Spieler in die NBA kommen. Und wenn du jetzt anfängst und sagst, okay, jedes Team hat die gleiche Chance, das heißt, die Warriors haben jetzt die gleiche Chance wie die Grizzlies. Lass mal die Warriors dann wirklich den ersten Pick bekommen. Dann sind sie ja noch unschlagbarer und Memphis kackt noch mehr ab. Also du musst schon die guten Spieler zu den schlechten Teams geben. Sonst wäre auch ein LeBron nie nach Cleveland. Dann würden wir bis heute nichts von Cleveland kennen. Dann wäre... Keine Ahnung, dann wäre John Wall nicht zu Washington, dann wäre Kevin Durant nicht zu den Sonics damals, heute OKC, dann wäre Steph Curry nie zu den Warriors. Also das funktioniert nicht ganz, so das Tanking aufzuhalten, indem du den Draft irgendwie revolutionierst. Wenn ihr da einen Vorschlag habt, dann sagt mal gerne Bescheid. Und ansonsten, ja, einfach sechsthöchste Niederlage in NBA History. Ich glaube, ich habe gelesen, seit 2000, seit 18 Jahren die härteste Niederlage überhaupt, die ein Team eingefahren hat. Und ja, Mann, also motivier dich da mal am nächsten Tag ins Training zu gehen oder zum Spiel zu fahren. Das muss brutal hart sein für die Memphis-Spieler. Ja, wie gesagt, wenn einer die Highlight-Clips hat, bitte einen Link posten oder mir sagen, wo, weil ich habe sie einfach nicht gefunden. Und ansonsten, wie gesagt, Jungs, sorry mit dem Hauptkanal-Video, aber ihr habt das Video auf Instagram gesehen, mein Laptop hat sich fast selber in die Luft gesprengt. Das einzig Gute, was ich heute erreicht habe, ist, dass ich die Preise weggeschickt habe. Alle Preise sind jetzt raus und meine Jungs, die beim Gewinnspiel teilgenommen haben, danke nochmal dafür an alle, die mitgemacht haben, und ich hoffe, die Gewinner freuen sich drüber. Und ja, Mann, ich schaue, dass ich jetzt noch 1, 2 Uncut-Videos aufnehme, damit ihr da wenigstens was habt. Und ich versuche dann am Montag, beziehungsweise ich versuche jetzt übers Wochenende den Laptop wieder hinzubekommen. Und ab Montag sollten dann wieder wie gewohnt Videos kommen. Und Sonntag sollte auch der Stream kommen. Ich sage euch aber nochmal Bescheid. So, das war's jetzt, Männer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.